Die erste Berührung mit einer vergessenen Melodie. Als Jan zum ersten Mal das alte Notenblatt auf dem örtlichen Flohmarkt sah, schlug sein Herz sofort schneller. Übersät mit rätselhaften Symbolen und seltsamen Mustern, wirkte es wie etwas aus einer anderen Epoche. Das Papier war brüchig, vom Alter vergilbt, als hätte es selbst Geschichten von vielen Generationen erzählt, die es in den Händen hielten. Jan fuhr langsam mit den Fingern über die Noten, versuchte die Melodie zu lesen, doch schon bald wurde ihm klar, dass es nicht einfach nur Musik war. Etwas an diesen Noten zog ihn an, als ob sie mehr verbargen, ein Geheimnis, das darauf wartete, entdeckt zu werden. Jan war nicht nur Musiker, er war jemand, den die Geschichte anzog. Und das veranlasste ihn, den Fund eingehend zu untersuchen. Er lud Experten, die sich auf alte Musik spezialisiert hatten, in sein Studio ein, in der Hoffnung, gemeinsam dieses Rätsel zu lösen. Doch selbst sie konnten nicht mit Sicherheit sagen, woher diese Partitur stammte. Eines jedoch war klar: Auf dem Blatt waren Noten für Instrumente abgebildet, die seit Hunderten von Jahren nicht mehr verwendet wurden. Die ersten Klänge, die Jan diesen Noten entlockte, waren flüchtig und düster, als kämen sie aus den Tiefen der Zeit. Doch genau das war der Beginn seiner Reise in die Vergangenheit. Jeder Akkord, jede gespielte Note eröffnete ihm eine neue Welt. In diesen Melodien lag etwas Urzeitliches, etwas, das ihn bis ins Innerste bewegte. Dies war nur der erste Schritt auf dem Weg zur Entschlüsselung der Geheimnisse, die in den Klängen verborgen waren, die in seinen Händen zu erwachen begannen. Und obwohl diese Berührung mit den alten Noten nur von kurzer Dauer war, weckte sie in Jan eine unstillbare Neugier, den Wunsch, tiefer zu graben, um zu verstehen, welche Geschichten in diesen Melodien verschlüsselt waren. Was verbarg sich zwischen diesen Zeilen? Welche Botschaft haben uns diejenigen hinterlassen, die diese Noten vor so langer Zeit niedergeschrieben haben? Vor Jan lag eine Entdeckung, die sein Verständnis von Geschichte und Musik verändern konnte. Symbole der Zeit, verborgene Chiffren und ihre Bedeutung. Jan erkannte bald, dass die geheimnisvollen Symbole auf dem Notenblatt nicht einfach nur eine Verzierung waren. Sie stellten einen verschlüsselten Code dar, der einer sorgfältigen Untersuchung bedurfte. Eines Abends, als er tief in seine Forschung vertieft war, bemerkte er ein interessantes Muster. Die Symbole wiederholten sich in einer bestimmten Reihenfolge und erzeugten ein Gefühl von Rhythmus, das ihm zuvor nicht aufgefallen war. Es war eine Art musikalisches Rätsel, das in den Noten versteckt war, und Jan war fest entschlossen, es zu lösen. Die von ihm angewandten Entschlüsselungsmethoden umfassten die Übertragung der Symbole in moderne musikalische Begriffe und die Nutzung der Frequenzanalyse. Er arbeitete fast ohne Schlaf und füllte den Raum mit Blättern voller Aufzeichnungen und Skizzen. Bald wurde klar, dass einige dieser Zeichen auf die Zeit oder das Tempo des Spiels hinwiesen, während andere auf bestimmte Noten deuteten, die unter dem eigentlichen Musiktext verborgen waren. Mit jedem Tag war Jan mehr und mehr davon überzeugt, dass er an der Schwelle zu einer großen Entdeckung stand. Dank Jans Erfahrung und Intuition begannen die geheimnisvollen Symbole allmählich eine Bedeutung zu bekommen. Es stellte sich heraus, dass sie auf alte musikalische Techniken hinwiesen, die heute fast vergessen sind. Diese Codes waren der Schlüssel zu einem Klang, der in der Moderne längst verloren gegangen ist. Jan spürte, dass er der Lösung näher kam, die nicht nur die Klänge der Vergangenheit zurückbringen, sondern auch neue Facetten der Musikgeschichte eröffnen könnte. Als er tiefer in diese Welt der Symbole eintauchte, entdeckte Jan, dass einige von ihnen möglicherweise Markierungen für besondere musikalische Momente waren. Codes, die den Klang verwandeln und der Melodie eine besondere Aura verleihen konnten. Dieser Prozess eröffnete ihm neue Horizonte und inspirierte ihn zu weiteren Forschungen. Bald erkannte er, dass er kurz davor war, ein Rätsel zu lösen, das nicht nur sein Verständnis der alten Partitur verändern, sondern auch Geheimnisse enthüllen könnte, die jahrhundertelang verborgen waren. Die Wiedergeburt der Klänge. Die Belebung der Geschichte durch Musik. Als Jan begann, die Melodie vom alten Notenblatt nachzuspielen, erfüllte sich sein Studio mit dem Echo längst vergessener Klänge. Seine Finger glitten über die Instrumente, als würden sie sich selbst an diese alten Melodien erinnern. Jeder Akkord hallte wieder, als käme er aus den Tiefen der Jahrhunderte, und ließ die Atmosphäre jener Zeit wieder aufleben. Interessanterweise entfalteten selbst moderne Instrumente unter Jans Händen eine neue Klangwelt, als ob auch sie sich diesem geheimnisvollen Strom der Vergangenheit anschlossen. Mit jedem Tag wurden die Melodien immer reicher und komplexer. Jan spürte, wie die Musik begann, mit ihm zu sprechen, als würde sie längst verlorene Geschichten offenbaren. Er bemerkte, wie einige Noten nicht nur einen Rhythmus erzeugten, sondern auch ein Bild, das vor seinen Augen zum Leben zu erwachen schien. Diese einst verlorenen Klänge weckten Erinnerungen an vergessene Orte und Ereignisse. In den Momenten der Stille zwischen den Akkorden konnte Jan fast die Stimmen derer hören, die diese Melodien einst erschaffen und vielleicht gespielt hatten. Intuitiv spürte Jan, dass Musik nicht nur aus Klängen besteht, sondern auch die verbindenden Fäden der Zeiten sind, und so erforschte er weiterhin jedes Detail. Er wusste, dass in diesen Melodien nicht nur Musik verborgen war, sondern auch Geheimnisse, die sie in sich trugen.
Die Musik wurde zum Schlüssel, der ein Portal in die Vergangenheit öffnete und zeigte, wie Kunst die heutige Generation mit längst vergangenen Zeiten verbinden kann. Und während er die letzten Noten spielte, wurde Jan klar, dass dies erst der Anfang einer noch tieferen und spannenderen Erforschung musikalischer und historischer Tiefen war. Das Eintauchen in die Vergangenheit, wie eine Melodie vergessene Geheimnisse offenbarte. Je tiefer Jan in die Klänge der alten Melodien eintauchte, desto mehr spürte er, wie die Musik ihn auf einem unsichtbaren Pfad führte und Türen zu längst vergangenen Zeiten öffnete. Jede Note, jeder Akkord, die zuvor zufällig erschienen, fügten sich nun zu einer vollständigen musikalischen Geschichte zusammen. Er bemerkte, dass sich die Atmosphäre im Raum veränderte, sobald bestimmte Klangkombinationen erklangen. Die Wände schienen sich aufzulösen und ließen einen Zugang in eine andere Welt entstehen. Jan verstand, dass Klang das Bewusstsein beeinflussen und Bilder aus der Vergangenheit hervorrufen konnte, die bisher nur im Schatten des Vergessens verborgen waren. In einem Moment, ganz in sein Spiel vertieft, spürte Jan, wie die Szenerie um ihn herum zum Leben erwachte. Sie schien Gestalt aus uralten Erinnerungen anzunehmen. Gesichter, Gestalten, Gewölbe von Burgen oder alte Dörfer. Die Klänge, die unter seinen Fingern hervorgingen, erinnerten ihn an Bilder, die er selbst nie gesehen hatte, die aber den Duft jener Zeit in sich trugen. Jan spürte fast körperlich seine Anwesenheit an einem anderen Ort, in einer anderen Epoche. Es war wie eine Heimkehr, nur in ein Zuhause, das er niemals gesehen hatte. Einer der eindrucksvollsten Momente ereignete sich, als Jan hörte, wie aus der Melodie Fragmente von Gesprächen in einer längst ausgestorbenen Sprache auftauchten. Diese Fragmente waren wie verschlüsselte Botschaften, die die Musik wieder zum Leben erweckte. Jan konnte die Worte nicht verstehen, aber er spürte ihre Bedeutung. Es waren die Stimmen von Menschen, die lebten und liebten, erschufen und zerstörten. Diese Klänge, die nach so vielen Jahrhunderten wieder zum Leben erwachten, offenbarten nicht nur die Geheimnisse der Musik, sondern auch die Geschichte der Menschheit, die zwischen den Zeilen der Noten verborgen lag. So begann Jan durch das Prisma der Klänge zu begreifen, dass er das verbindende Glied zwischen den Generationen ist. Die Musik wurde nicht nur zu einer Brücke in die Vergangenheit, sondern auch zu einem Schlüssel, um zu verstehen, wie die feinen Fäden der Zeit uns mit denen verbinden, die vor uns lebten. Und obwohl seine Reise gerade erst begonnen hatte, wusste Jan, dass jede Melodie, die er wiederherstellen würde, eine neue Seite in diesem erstaunlichen Buch der Zeit sein würde. Das uralte Instrument und seine Magie. Während er seine Nachforschungen fortsetzte, erkannte Jan, dass das Instrument, das er für die Wiedererschaffung der Musik ausgewählt hatte, eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielte. Die alte Viola da Gamba, die er in einem Antiquitätengeschäft entdeckt hatte, schien der perfekte Vermittler für die uralten Melodien zu sein. Dieses Instrument, einst in Europa sehr beliebt, ist für seinen tiefen und vollen Klang bekannt, der sowohl an eine Geige als auch an ein Cello erinnert. Sein von Rissen durchzogenes Gehäuse schien die Geschichten vergangener Jahrhunderte zu bewahren, bereit in Jans geschickten Händen wieder zu erklingen. Als Jan zum ersten Mal mit dem Bogen über die Saiten strich, erfüllten Vibrationen den Raum, die nicht nur vergessene Melodien zum Leben erweckten, sondern auch ungewöhnliche Empfindungen hervorriefen. Diese Klänge schienen alles um sich herum zu erwecken und vermittelten das Gefühl, durch die Zeit zu reisen. Jedes Mal, wenn er spielte, hatte man den Eindruck, dass die Wände des Zimmers zu atmen begannen und sich dem Zauber der alten Instrumente hingaben. Mit jeder Bewegung des Bogens, jedes Mal, wenn seine Finger die Saiten berührten, erschienen in der Luft Bilder, die den Glanz längst vergangener Tage bewahrten. Jan blieb nicht nur bei dieser Viola stehen. Er begann auch andere Instrumente zu sammeln, wie die Laute und die Schalmei, die den Melodien noch mehr Tiefe und Vielfalt verliehen. Mit jedem neuen Instrument, das er in seine Sammlung aufnahm, erhielten die alten Klänge ein neues Gesicht. Jan erkannte, dass ihre Kombination einzigartige Klangpaletten erschaffen konnte, zu denen moderne Instrumente nicht fähig sind. Bald sah er, wie die Melodien in voller Pracht zum Leben erwachten und vielschichtige Geschichten der Vergangenheit offenbarten. Diese alten Instrumente verwandelten sich in wahre Zeitmaschinen, die die Zuhörer in längst vergessene Epochen zurückversetzten. Jeder Klang und jede Note dienten als Erinnerung an Menschen und Ereignisse, die über Jahrhunderte im Vergessen schlummerten. Für Jan war das mehr als nur Musik. Es war eine Reise in die Tiefe der Geschichte, bei der jeder Klang neue Horizonte und Geheimnisse der Vergangenheit eröffnete. Historische Epochen, eingefangen in Klängen. Als Jan weiter in die musikalischen Codes eintauchte, die im alten Notenblatt verborgen waren, begann er, etwas Erstaunliches zu bemerken. Jede Kombination aus Noten und Symbolen wurde zu einer Tür in eine andere Epoche, als ob die Musik selbst nicht nur eine Sammlung von Klängen, sondern auch eine Lebensbeschreibung verschiedener historischer Perioden wäre. Jan wurde plötzlich klar, dass diese Melodien das Treiben am elisabethanischen Hof, die Leidenschaft der italienischen Renaissance und die Ruhe der Schweizer Alpendörfer widerspiegeln.
Diese Klänge versetzten ihn nicht nur in die Atmosphäre der Vergangenheit, sondern eröffneten ihm auch die innere Welt dieser Epochen. Jan beobachtete, wie sich die Klänge der Vergangenheit überlagerten und unglaubliche musikalische Reisen erschufen. Zum Beispiel bemerkte er, dass ein bestimmter Rhythmus und die Struktur der Melodie sowohl die Höhen und Tiefen des englischen Königreichs als auch die romantischen Stimmungen Frankreichs im 16. Jahrhundert widerspiegeln. Unter seinen Fingern erwachten Bilder großer Bälle zum Leben, auf denen Damen in aufwendigen Kleidern tanzten, sowie die Epoche der Musketiere mit ihren Duellen und ihrem Ehrenkodex. Nur mit Hilfe musikalischer Töne war es möglich, die Atmosphäre und die Kräfte zu spüren, die damals die Welt formten. Gerade in dieser Klangpalette nahm Jan den Atem verschiedener Kulturen wahr. Indem er die Klänge kombinierte, wurde er gewissermaßen zum Zeugen historischer Begegnungen, wenn östliche Musik mit ihren feinen, fast melancholischen Melodien auf westliche Märsche und Hymnen traf. Diese Vermischung von Kulturen und Epochen war einzigartig und zeitlos. Sie stellte eine lebendige Geschichte dar, die in musikalischer Form erzählt wurde. So vereinte diese Klangreise nicht nur kulturelle Unterschiede, sondern führte Jan auch zu der Erkenntnis, wie mächtig Musik als Werkzeug zur Wiederherstellung der Geschichte sein kann. Sie ermöglicht es dem Zuhörer, die Vergangenheit zu sehen, zu hören und zu fühlen. Diese Melodien wurden nach Jahrhunderten wieder lebendig, eröffneten neue Aspekte unseres Erbes und beeinflussten unser Verständnis davon, wie eng Musik und Geschichte miteinander verflochten sind. Eine Melodie, die den Blick auf die Geschichte veränderte. Jan spürte, dass er kurz davor war, auf etwas Bedeutendes zu stoßen, als die Klänge aus dem alten Notenblatt sich zu einer ungewöhnlichen Melodie zusammenfügten. Diese Melodie schien das zum Leben zu erwecken, was jahrhundertelang im Schatten geblieben war. Als Jan sie zum ersten Mal in ihrer ganzen Fülle hörte, wurde ihm klar, dass sie mehr in sich trug als nur Klänge. Sie veränderte seine Wahrnehmung der Geschichte. Jede Note, jeder harmonische Akkord offenbarte einen Teil der Vergangenheit, den selbst historische Chroniken nicht mit solcher Genauigkeit wiedergeben konnten. Wenn Jan die Melodie spielte, spürte er, dass es nicht einfach nur Musik war, sondern eine Art Schlüssel, der die Tür zu einer anderen Dimension der Zeit öffnete. Mit Hilfe dieser Klänge wurde er selbst gewissermaßen Teil jener Epoche und kam in Berührung mit den Erlebnissen der Menschen, die vor vielen Jahrhunderten gelebt hatten. Die alten Melodien, die in bestimmten historischen Momenten ihre Rolle spielten, offenbarten sich Jan nun als Zeugnis von Ereignissen, die den Lauf der Weltgeschichte verändert hatten. Diese Melodie war offenbar in einer Zeit großer Umbrüche entstanden, als kulturelle und politische Werte aufeinanderprallten und sich miteinander verflochten. Sie erzählte Jan als musikalischer Wegweiser mehr über jene Epoche, als es jedes Geschichtsbuch hätte tun können. Mit jedem Ton, mit jedem Akkord spürte Jan, wie diese vergessenen Geschichten wieder zum Leben erwachten. Im Bewusstsein der Bedeutung seiner Entdeckung forschte Jan weiter an der Melodie, schrieb sie auf und analysierte jede Nuance. Er begriff, dass Musik nicht nur eine Kunstform, sondern ein mächtiges Instrument zur Wiederbelebung von Geschichte und Kultur sein kann. Was für immer verloren schien, erwachte nun durch die Klänge zum Leben und schenkte ein neues Verständnis der Vergangenheit. Jan war fest entschlossen, seine Entdeckungen zu teilen, im Wissen, dass sie unsere Sicht auf die Geschichte und die Fähigkeit von Klängen, unsere Wahrnehmung der Zeit zu beeinflussen, verändern können. Klänge, die Jahrhunderte später wieder zum Leben erwachten. Was haben sie über unsere Vergangenheit enthüllt? Als die uralten Klänge durch den Raum hallten, spürte Jan, wie sie ihn umhüllten, als würden sie ihn aus den Tiefen der Zeit herbeirufen. Diese Melodien, die nach Jahrhunderten wieder lebendig wurden, erwiesen sich als Schlüssel zu einer Fülle historischer Entdeckungen. Sie erzählten von alten Ritualen, bei denen jedes Musikstück ein wichtiges Element darstellte. Besonders interessant war, wie bestimmte Kombinationen von Noten eine feierliche Atmosphäre bei Initiationsritualen oder umgekehrt Traurigkeit bei Trauerzeremonien erzeugten. Diese musikalischen Fragmente, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, enthielten wichtige kulturelle Bedeutungen, die Jan nun verstehen und interpretieren konnte. Beim Spielen der Melodien entdeckte Jan, dass sie nicht nur Hinweise gaben, sondern auch historische Ereignisse dokumentierten. Die Musik wurde zu einer Art Chronik, in die alten Komponisten eine Botschaft für die Nachwelt einfließen ließen. Zum Beispiel hörte Jan in einer der Melodien Nachklänge einer großen Schlacht heraus, als laute, kraftvolle Akkorde sich mit leisen Noten abwechselten und so die Angst und Hoffnung der Soldaten symbolisierten. Diese Klänge halfen Jan, tiefer zu verstehen, welche Emotionen jene Epoche hervorrief und wie die Menschen sie erlebten. Doch was Jan wirklich beeindruckte, war die Entdeckung, dass Musik ein verbindendes Element zwischen Kulturen, verschiedenen Völkern und sogar Generationen sein konnte. Sie diente als universelle Sprache, die nicht nur Klänge, sondern auch Gefühle, Werte und historische Kontexte vermittelte. Jan erkannte, dass Musik, die nach Jahrhunderten wieder zum Leben erweckt wurde, in der Lage war, solche Facetten der Geschichte zu enthüllen, die anderen Mitteln verschlossen blieben.
Und obwohl noch vieles unverständlich blieb, war Jan sich bewusst, dass ihn weitere musikalische Entdeckungen erwarteten, die sein Weltbild noch stärker verändern könnten.